Darf ich vorstellen? Unser Zuhause, ein Mercedes 508D. Und das sind wir. Ich bin Franzi und das ist Malte. Seit Dezember 2019 sind wir mit unserem Düdo in Europa und Nordafrika unterwegs. Wir mussten schon einige Herausforderungen meistern und haben viel Neues dazu gelernt. Wir lieben es, neue Orte zu entdecken und wollen euch dabei mitnehmen. Wo uns unser Weg noch hinführen wird und was wir auf unserer weiteren Reise noch erleben werden, könnt ihr hier auf unserem YouTube-Kanal verfolgen. Herzlich willkommen! Heute wollen wir euch 14 verschiedene Gadgets oder so Kleinigkeiten vorstellen, die bei uns durch den Bus fliegen. Das sind für uns die absoluten Gamechanger und deswegen wollen wir auch, dass ihr sie mal kennenlernt. Genau. Wir sind jetzt schon seit fast einem Jahr in unserem selbst ausgebauten Mercedes-Bus unterwegs. Und diese Dinge haben uns das Leben im Bus einfach wahnsinnig erleichtert und ja, wir wollen auf sie nicht mehr verzichten und wollen das gerne mit euch teilen. Unsere Nummer 1. Das hier ist ein Campingtoaster. Der funktioniert komplett ohne elektrische Energie. Den stellt man einfach auf einen Gasherd drauf und wir benutzen ihn fast täglich, um Brot wieder ein bisschen frischer zu kriegen, ein bisschen knusprig, und das ist einfach so gut, wenn man unterwegs ist und nicht immer frisches Brot kaufen kann. Legt man sich einfach ein paar Brotscheiben da drauf und das Frühstück ist perfekt. Das hier ist unsere Nummer 2. Dieses super kleine praktische Tool ist ein Messerschärfer, den damit schärfen wir fast einmal die Woche unsere Messer, weil wenn unsere Tomaten bei 35 Grad im Bus oben drin im Netz hängen, dann sind sie manchmal ein bisschen weich und matschig. Und wenn man dann ein ganz scharfes Messer hat, dann gleitet das da durch wie Butter. Das hier ist unsere Nummer 3. Das ist ein Bite-Away. Gerade wenn man im Van unterwegs ist und viel Zeit draußen verbringt, hat man des Öfteren Probleme mit Insekten, Mücken vor allen Dingen. Bei uns kommen die auch noch rein in den Bus. Und diesen kleinen Stift haben wir an manchen Tagen 20 Mal in der Nacht andauernd benutzt. Der funktioniert mit Hitze. Den packt man einfach auf den Stich drauf, lässt ihn warm werden und danach ist jeder Juckreiz vorbei und man kratzt sich keinen Mückenstich irgendwie blutig oder so. Es ist einfach vorbei. So, das ist Nummer 4, das ist unser Tolino E-Book Reader. Der ist super, weil nämlich mit dem kann man ins WLAN gehen und dann, wir haben eine Bibliotheksmitgliedschaft, eine Berliner, glaube ich, und da kann man für 10 € im Jahr dann sich online für 4 bis 6 Wochen immer aktuelle Bücher ausleihen, sogar auch Reiseführer, das haben wir auch schon mehrmals gemacht. Oder wenn man irgendwie gerade ein neues Buch, das rausgekommen ist, haben will, dann kann man sich das einfach online schnell runterladen, da raufziehen, man muss nicht zu irgendwelchen Bücherläden und ist im Ausland total flexibel. Der hat sogar noch eine Hintergrundbeleuchtung, das heißt, wenn wir abends im Bett liegen, muss noch nicht mal das Licht an sein, wenn wir lesen wollen. Das hier ist unsere Nummer 5. Das ist ein zusammenklappbarer Windschutz. Den brauchen wir auch sehr oft, weil wir sehr gerne draußen kochen. Wir haben draußen einen Anschluss für unseren 30 Millibar Gaskocher. Und eigentlich immer, wenn es irgendwie möglich ist, versuchen wir draußen zu kochen, damit es im Bus nicht so riecht. Und wenn dann ein bisschen Wind weht, sind diese Dinge einfach Gold wert. Wir haben davon 2 Stück und die schirmen den Kocher sehr gut vom Wind ab. Und die Leistung und die Hitze am Kocher ist dadurch einfach viel besser und wir sind viel schneller fertig mit dem Kochen. Das hier ist unser Gadget Nummer 6, das ist unser WLAN-Router und da kaufen wir uns dann häufig, wenn wir in Ländern länger als eine Woche oder 2 Wochen sind, einfach eine SIM-Karte für, wie zum Beispiel hier in Rumänien, da haben wir 6 € oder 7 € für 56 GB bezahlt. Dann packen wir die SIM-Karte einfach hier rein und schon können unsere beiden Laptops, unsere beiden Handys, unser Tablet, kann alles im WLAN surfen und das ist super angenehm, weil wir dann nicht etliche Karten kaufen müssen. Das hier ist unsere Nummer 7, das ist unser Grillersatz. Wir haben tatsächlich vorher auch jahrelang einen großen Grill durch die Gegend gefahren, mussten dann aber feststellen, dass es eigentlich ziemlich viel Platz wegnimmt und auch nicht so, also ein bisschen umständlicher ist. Und wir haben uns dafür entschieden, einfach das hier zu benutzen. Hiermit können wir schnappen uns 3 Steine vom Straßenrand, machen ein kleines Feuer in der Mitte und können dann hier alles Mögliche reinpacken, von Gemüse, Halloumi, Fisch, Fleisch, was auch immer. Geht natürlich nur an Stellen, wo man auch ein Feuer machen darf.
Das hier ist unser Gadget Nummer 8. Das ist ein Faltwaschbecken. Das benutzen wir tatsächlich täglich, sogar mehrmals. Das ist neben unserem Waschbecken dann, da ist nämlich leider nur Holz. Und wenn wir dann das Geschirr abgewaschen haben, dann packen wir es einfach hier rein, damit es da ein bisschen abtropfen kann, bevor wir es abtrocknen. Und wir haben es aber auch schon zum Wäschewaschen benutzt und zum Geschirr mitnehmen an den Fluss und da zu waschen, wenn wir kein Wasser mehr hatten oder irgendwelche anderen Sachen zu säubern. Also das ist wirklich universell einsetzbar und wir möchten darauf nicht mehr verzichten. Das hier ist Gadget Nummer 9, over. Genau, das sind hier unsere kleinen Walkie-Talkies, die wir auch schon sehr oft benutzt haben. Sei es, wenn wir unterwegs sind und zum Beispiel während der Fahrt Aufnahmen vom Bus machen wollen. Einer ist draußen, einer fährt den Bus, dann ist es super, damit zu kommunizieren. Oder wenn wir zum Beispiel schwere Strecken fahren mit viel Steinen auf dem Boden und einer ist draußen und guckt, dass zum Beispiel der Bus nicht aufsetzt, da war es auch schon Gold wert. Oder wenn man zum Beispiel irgendwo was auskundschaftet. Der eine bleibt beim Bus, der andere geht irgendwo hin. In fremden Ländern hat man nicht immer Telefonmöglichkeit und da ist es einfach super, so ein Walkie-Talkie dabei zu haben. Und wir haben es auch schon benutzt, wenn wir andere Reisende getroffen haben und dann im Konvoi irgendwo hingefahren sind. Also ein absolutes, das wollen wir nicht mehr missen. Das hier ist unser Gadget Nummer 10. Das ist unsere Emser Kaffeebecher. Da machen wir jeden Morgen uns 2 Tassen Kaffee plus eine extra Tasse hier rein. Die hält den ganzen Tag heiß und wie man sieht, ist absolut trocken, absolut dicht. Das heißt, man kann sie in seinen Rucksack schmeißen, in die Tasche schmeißen, irgendwo kann umfallen während der Fahrt. Da läuft nichts aus und man hat den ganzen Tag schön warmen Kaffee. Das hier ist unser Game Changer Nummer 10. Das ist ein Feuerzeug, mit dem zünden wir immer unseren Gasherd an. Und das Besondere daran ist gar kein Gas drin, sondern wir benutzen einfach nur den Funken. Das heißt, wir können es auch nur für unseren Gasherd benutzen. Und das Coole daran ist, das kommt einfach nicht weg. Wir haben auf unserer Reise noch andere Feuerzeuge dabei gehabt, die haben wir dann mal fürs Feuer, Lagerfeuer anzünden oder was auch immer benutzt und rausgenommen. Die sind immer verschwunden so. Und das Ding verschwindet nie. Ja, und das sind hier unsere nützlichen kleinen Helfer Nummer 12. Das ist einmal ein Opinel-Messer, was klein, handlich ist und super so für Wanderungen oder sowas, wenn man dann ein Stück Käse und ein bisschen Brot dabei hat oder einen Apfel und sich das dann irgendwie mundgerecht zuführen möchte. Und das andere ist der Leatherman, das ist so ein Allrounder, eine Zange und Messer und Säge und eine kleine Schere und kleine Schraubenschlüssel, große Schraubenschlüssel sind da dran. Und immer mal wieder, wenn man irgendwie eine Kleinigkeit ruckelt oder irgendwas mit Draht oder irgendwas zu reparieren ist am Bus und man will jetzt nicht irgendwie das ganze Werkzeug rauskramen und irgendwie zusammensuchen, dann ist das super fix an der Hand und ist klein und handlich und immer ein super guter Helfer. Das hier ist unser Vanlife Game Changer Nummer 13. Das ist eine kleine Polaroid-Kamera. Und die haben wir in den letzten 12 Monaten sehr oft benutzt, um einfach Erinnerungen sofort festzuhalten. Es war richtig schön, vor allen Dingen, wenn wir Einheimische kennengelernt haben, haben wir ein Foto für uns gemacht und haben noch ein zweites gemacht und haben das denen mitgegeben. Und ja, die Fotos sammeln wir bei uns im Bus und dadurch wirkt dann auch irgendwie das Innere des Busses einfach viel schöner und wir haben die ganzen Erinnerungen sichtbar an der Wand. Ja, wollen wir auch nicht mehr missen. Das hier ist unser Gadget Nummer 14. Das sind hier Uhu Patafix heißen die. Das ist eine kleine Knetmasse, mit der man Dinge an die Wand befestigen kann. Und vorher haben wir unsere Polaroid-Bilder an eine Metallstange hinten mit Magneten festgemacht. Und wir beide sind ständig dagegen gekommen, als wir irgendwie mit einem Kissenpolster aufstehen oder was auch immer, haben das runtergerissen, dann ist das Foto ist runtergefallen, der Magnet ist irgendwo verschwunden und wir haben uns gegenseitige Schuldzuweisungen gemacht und das gehört jetzt der Vergangenheit an. Es ist ein Konflikt gelöst. Wir haben einfach diese kleinen Kügelchen jetzt hinter die Polaroids gemacht und dann kann man die mittlerweile überall hin machen. Also irgendwie an Holz, an Plastik, an die Decke, an die Seite und man kann die wieder völlig rückstandslos entfernen und sie fallen nicht von alleine runter, egal was man für Rüttelpisten fährt und wir sind sehr, sehr happy mit diesen kleinen klebenden Knetkügelchen. So, last but not least, Nummer 15 und Nummer 16. Wer zählen kann, ist klar im Vorteil. Wer unsere Videos verfolgt hat, hat vielleicht schon mal gesehen, dass wir uns zum Beispiel mit dieser sehr praktischen Klappsäge schon öfter mal den Weg freischneiden mussten. Und es ist auf jeden Fall sehr cool, sowas dabei zu haben. Und die Axt darf natürlich auch nicht fehlen. Immer gut, um Feuerholz klein zu machen oder vielleicht mal einen Dübel einzuhauen oder so. 2 absolute Dinge, die man dabei haben sollte.
So, das waren jetzt unsere 14 plus 2 Vanlife Game Changer, die sich bei uns im letzten Jahr Reisen einfach total bewährt haben und auf die wir nicht mehr verzichten wollen. Die Affiliate-Links dazu findet ihr alle unten in der Videobeschreibung. Vielleicht war ja das ein oder andere Gadget dabei, das euch auf der zukünftigen Reise begleiten könnte, weil ihr es einfach noch nicht auf dem Schirm habt oder weil ihr das einfach noch nicht kanntet. Und schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr von unseren Gadgets haltet, beziehungsweise was sind denn eure Gadgets, wo ihr sagt, die muss ich immer dabei haben oder die erleichtern mir das Leben total. Das würde uns sehr interessieren. Ciao, ciao! Und mit diesem kleinen Stift ist jeder Juckreiz schnell zu Ende. Nun guckt, dass der Bus unten nicht aufsitzt oder genau, ist einfach draußen. Ach, scheiße! Aber es war voll gut, Mann. Mann, Man hat den ganzen Tag schön warmen Kaffee. Heiß! Hast du dich verbrannt? Nee, halt nicht. Das ist Abstand das Beste. Okay. Dann haben wir es. Klappe die 5. Wirklich nur für den Gasherd benutzen und ja, ich weiß nicht. Denkt, beziehungsweise was für Gadgets ihr dabei habt. Okay. Das war so gut, Franzi, Mann. Das war so gut. So, das waren jetzt unsere 14 plus 2. Scheiße, nochmal.